Moin Leute, ich bin's, der Michi. Und heute Abend dreht sich alles um dieses mysteriöse Paket hier. Es wird unser erstes Unboxing-Video. Ich habe dieses Paket jetzt ungefähr schon eine Woche bei mir stehen und konnte es einfach noch nicht auspacken, weil ich einfach noch keine Zeit gefunden habe, mit euch dieses Video zu drehen. Hier vorne hat es eine kleine Macke abbekommen, aber das stammt wohl vom Versanddienstleister. Naja, wollen wir uns die Sache doch mal anschauen. Ja, zunächst einmal, was wird wohl in diesem Paket sein? So von außen her ist es nicht wirklich zu erkennen. Es steht etwas von Online-Seller drauf und keine wirklichen direkten Angaben. Ein Aufkleber ist drauf mit Achtung, schweres Paket über 15 Kilo. Kann ich bestätigen, war nicht so leicht hier hochzutragen. Ein Aufkleber mit QC Passed. Und auf dieser Seite sehen wir etwas bezüglich Spider Farmer, was mich jetzt ein bisschen wundern würde, denn ich habe ja nicht vor, Spinnen anzubauen. Aber ich würde sagen, gucken wir einfach mal rein, was sich da drin verbirgt. Mit so einem Cuttermesser sollte man immer möglichst vorsichtig natürlich so eine Box aufmachen. Ja, das ist bestimmt nicht das beste Beispiel, was ich hier mache, aber ich mache es mit Gefühl. Und ein letzter Schnitt auf dieser Seite und dann sollte ich das Paket auch gleich schon öffnen lassen. Das lege ich mal sicher hier beiseite. So, was haben wir denn nun hier drin? Es handelt sich hierbei um ein Anbauzelt für Pflanzen für den Innenbereich von der Firma Spider Farmer. Das habe ich mir selbst bestellt. Ich habe hier kein Sponsoring oder sonst irgendwas dafür bekommen. Also machen wir jetzt auch ein ebenso ehrliches Unboxing hierzu und gucken uns das mal so an, was da drin verpackt ist. So, fangen wir mal mit diesen beiden Dingern hier an. Ich gehe mal davon aus, wir öffnen das mal hier, dass das hier eine Art Stofftopf ist. Für euch da draußen, die davon noch nie etwas gehört haben, das scheint wohl der neueste Schrei zu sein, seine Pflanzen anstatt in Plastiktöpfen eben auch in solchen Stofftöpfen anzubauen. Und das werden wir zu gegebenen Zeit mit Sicherheit einmal ausprobieren. Jetzt haben wir hier einen Stofftopf. Da das meine ersten Stofftöpfe sind, die ich hier in der Hand halte, kann ich jetzt nichts wirklich bezüglich der Qualität dazu sagen und wie diese hier funktionieren werden. Aber sie haben schon mal kein Loch und fühlen sich so an wie, ja, so ein leichtes Filzmaterial ist das. Ja. Ist leider keine Angabe drauf, wie viel Volumen so ein Topf wohl hat. Gut, das sind 2 an der Zahl. Die stellen wir mal beiseite. Was haben wir als nächstes? Ach, guck mal hier. Da verstecken sich noch 2 weitere. Die lassen wir allerdings mal so zusammengepackt. Das ist besser und platzsparender. Als allernächstes Ducting. Ja, das ist ein Lüftungsschlauch mit 10 cm Durchmesser. Den legen wir uns auch mal beiseite. Und dann haben wir hier mehrere kleine Boxen, die so zusammengewürfelt in diesem großen Paket drin stehen. Wir machen mal das erste kleinere Paket auf. Und das hier sieht aus wie ein Zubehörpaket. Wir haben hier in einem kleinen Kunststoffbeutel. Mir fällt jetzt der Name dafür nicht ein. Werde ich hier dann gleich noch einblenden. Ja, es ist ein Netz, mit dem man Pflanzen beim Hochwachsen zusätzlich stabilisieren kann. Das legen wir uns mal beiseite. Und packen wir einfach in einen von diesen schönen Stofftöpfen hier. Wir bekommen eine Zeitschaltuhr mit dazu, was sehr wichtig ist natürlich, damit man die Beleuchtungszeit einstellen kann. Wir haben hier einen Stoffvorfilter für die Lüftung, eine Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige mit Uhrzeit, 1, 2, 3 Schlauchschellen für die Befestigung des Lüfters und des Aktivkohlefilters.
Und was das hier sein soll, kann ich mir bis jetzt noch nicht erklären, aber das werden wir dann im Aufbauvideo sehen. Und eine Packungsanleitung. Sehr schön. Dann haben wir die erste kleine Box auch schon fertig. Dann geht es weiter mit der nächsten. Hier steht schon drauf Carbonfilter. Das wird ein Aktivkohlefilter sein, der dann zum Einsatz kommt, wenn in diesem Anbauzelt Pflanzen großgezogen werden, die für ihren besonderen Eigengeruch bekannt sind. So sieht dann ein Aktivkohlefilter in der Lüftung aus. Wir werden das später nochmal im zusammengebauten Zustand sehen. Der hat schon einiges an Gewicht, also hier steht auch drauf 2,5 Kilogramm. Stellen wir uns mal beiseite. Also, dann fangen wir mit dem nächsten Paket an. Aha, hier sehen wir, hier ist ein Ventilator mit beigelegt. Dieser Ventilator wird dann eingesetzt, wenn die Pflanzen in dem Zell stehen und dort nicht genug Windbewegung stattfindet, kann es passieren, dass Pflanzen zu schwach werden und dann umknicken. Ja, also diese konstante Windbewegung sorgt dafür, dass eine Pflanze eine gewisse Stabilität bekommt. Und hierfür sind diese kleinen Ventilatoren gedacht, die im Zelt angebracht werden, um eben für eine konstante Windbewegung zu sorgen. Auch hier machen wir im aufgebauten Zustand definitiv einen Test, weil mich sehr natürlich auch die Lautstärke von diesen Ventilatoren interessiert. Denn es wäre nichts nerviger, als wenn man die permanent da sausen hört da drin. Aber wie gut, dass wir uns für diesen Raum entschieden haben, in dem man eben nicht schläft. So, und jetzt, wo wir den kleinen Ventilator ausgepackt haben, nehmen wir uns mal das nächste größere Paket vor, was hier oben drauf liegt. Es ist SF1000. Ich weiß ja, weil ich das bestellt habe, um was es sich hier handeln wird, aber lassen wir uns doch mal überraschen. Schauen wir mal da rein. Auch wieder vorsichtig mit dem Cuttermesser aufmachen. Überall sind diese QC Past Aufkleber drauf. Das sagt mir besonders jetzt nicht wirklich was. Und ich habe so das Gefühl, das wird in der Fabrik einfach auch so mal draufgeklebt. Soll dann einen guten Eindruck hinterlassen. So, jetzt haben wir hier was Großes. Ach, guck mal einer an. Da könnte man doch wirklich fast meinen, als wolle man wirklich Spinnen anbauen bei sich zu Hause. Oder eine Spinnenfarm groß machen. Das sind Aufkleber. Schön. Wobei, mein Geschmack trifft es jetzt nicht wirklich so weit, aber wir werden sehen. Vielleicht kann man es ja nochmal für was gebrauchen. So. Okay, wie packe ich das jetzt am besten aus? Ich werde mich für das Stürzen entscheiden. Es handelt sich hierbei um die Wachstumslampe von diesem Set. Mit einer sehr umfangreichen Packungsbeilage, wo alles beschrieben ist zu den einzelnen Modellen, die die Firma Spider Farmer hier anbietet. Na, dann schauen wir mal, dass wir das Produkt irgendwie freigelegt bekommen. Das ist ja wirklich sehr schön verpackt hier. Karton, Kunststoffdämpfung. Die Seilaufhängung für die Lampe ist auch hier mit beigelegt. Legen wir alles vorsichtig zur Seite. Und dann haben wir hier die Lampe. Die Spider Farmer SF1301H Evo. Hier wird es nochmal ein separates Video geben zu Licht, zu Lüftung, prinzipiell von diesen Anbauzelten. Und dann legen wir die mal vorsichtig zur Seite. So, was haben wir denn jetzt schon? Wir haben Aktivkohlefilter, wir haben einen Lüfter für innen drin und wir haben die Lampe. Was jetzt also noch fehlt, ist hier der Innenlüfter. Und ich gehe mal davon aus, dass der sich in diesem großen Paket hier befinden sollte. Hier ist die Stromversorgung und ja, die Seilaufhängung. Und es ist das, wovon ich ausgegangen bin. Es ist ein Inline-Filter.
ein Inline-Lüfter. Es ist der Inline-Lüfter für das Anbauzelt. Und dann holen wir das Kernstück doch mal hier raus. Auch hier wieder gebrandet mit dem Zeichen der Firma Spider Farmer. Also ich muss sagen, von der Verpackung her habe ich bis jetzt nichts zu beanstanden. Das macht alles einen sehr, sehr gut verpackten Eindruck und auch die Materialien fühlen sich wirklich gut an. Es fühlt sich nicht an, wie als wäre das billigstes Plastik, sondern es hat eine schöne Griffigkeit. Hört sich auch recht robust an. Bei der Lampe, die hat schon was an Gewicht. Ist auch voll. Das ist das Aluminium oder gebürsteter Edelstahl, was hier oben ist. Also da kann man erstmal wirklich nichts Negatives sagen. Ja, und mich würde natürlich auch brennend interessieren, ob euch sowas überhaupt Spaß macht. Jemandem dabei zuzugucken, wie er was Produkte auspackt und was er für eine Erfahrung dann dabei hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass es von euch da draußen Leute gibt, die das unglaublich gerne gucken, sowas. So, und jetzt kommt, ja, das ist eindeutig das Schwerste. Die Box ist jetzt leer. Auch hier innen drin, alles mit Spider Farmer. Voll. Und ich gehe jetzt mal davon aus, da wir jetzt hier alles haben an Technik, Lüfter, Schlauchverbindung zu Aktivkohlefilter, der Lüfter für innen drin und die Wachstumslampe, dass hier das Gestänge und das Zelt drin sein müssten. Gucken wir es uns an. Auch hier wieder ein Aufkleber drauf mit QC Pest, also Qualitätskontrolle fürs Gestänge und fürs Zelt. Alles bestanden. Hier ist die Aufbauanleitung, die wird uns gleich auf jeden Fall noch sehr wichtig sein. Legen wir mal direkt zur Seite, denn wir beginnen mit dem Aufbau von dem Zelt. Hier sind die Eckverbindungen, die sind aus Kunststoff. Muss ich persönlich sagen, würde ich jetzt aus Metall bevorzugen. Aber das ist einfach nur so ein Gefühl, wir müssen uns das gleich mal anschauen, wie stabil das Ganze ist. Das Gestänge aus Metall macht einen recht gewichtigen Eindruck. Also ich gehe mal davon aus, dass das nicht das dünnste Blech ist. Wirkt recht robust. Hier ist so eine Art Stoffprobe. So ein Stoffflicken mit bei, so mit der Innenspiegel-Rückseite-Beschichtung. Oder wir werden sehen. Vielleicht wird es noch dringend gebraucht. Weg. Bleibt da liegen. So, okay. Und dann haben wir das Zelt. Das ist hier drin verpackt. Riecht etwas nach Kunststoff, aber ich finde jetzt nicht, dass das ein penetranter Geruch ist. Also es ist, vielleicht liegt es daran, dass es schon eine Woche lang bei mir auslüften konnte, aber ich finde, es riecht recht neutral. Wir werden sehen, was passiert, wenn wir es auspacken. So, wir sehen, der Karton ist leer und damit ist das Unboxing vorbei. Das nächste Video wird sich dann um den Aufbau der einzelnen Komponenten drehen und da werde ich dann zu den einzelnen Komponenten auch noch mal ein bisschen mehr sagen. Jo, ich finde es schön, dass ihr mich hierbei begleitet habt und hoffe, dass ihr eine kleine Einsicht sehen konntet, was ihr bekommt, wenn ihr so ein komplett Anbauzelt von Spider Farmer bestellt. Wie gesagt, ich habe dafür kein Geld bekommen und auch keine Prozente bekommen. Ich verlinke es euch sehr, sehr gerne und ich zeige euch auch noch einen Rabattcode, bei dem ihr 8% sparen könnt, wenn ihr euch das da kauft. Genau, ansonsten bleibt ihr da draußen schön großartig. Euer Michi.